Hinter verschlossener Tür hat die EU gerade eine Entscheidung getroffen, die das Ende der digitalen Freiheit für uns in Deutschland und der EU bedeuten könnte. Ich habe darüber schon vor wenigen Tagen berichtet. Super-GAU passiert heute, Fragezeichen. Und jetzt ist der Super-GAU tatsächlich passiert. Das EU-Verbot ist da. Gestern verweigerten EU-Regierungen Änderungen an Massen-Chatkontrolle und anonymitätsvernichtenden Alterschecks. Chatkontrolle 2.0 ist zurück, durchgewunken, gegen jeden Widerstand und das Ganze passiert heimlich. Wir haben es hier, alle deine privaten Nachrichten sollen automatisch durchsucht werden. WhatsApp, Signal, Instagram, alles. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Quatsch, soll faktisch ausgehebelt werden. Jeder EU-Bürger muss seine Identität nachweisen, Alter scannen, sich registrieren, bevor er noch einen digitalen Dienst nutzen darf. Anonymität im Internet ist jetzt praktisch vorbei. Das heißt, der Orwellsche Albtraum kommt immer näher. Journalisten, Aktivisten, Whistleblower und so weiter kommen jetzt alle unter Druck. Das ist hier kein Sicherheitspaket oder keine Sicherheitspolitik, wie es euch hier verkauft wird, sondern der Bauplan für einen digitalen Überwachungsstaat. Und dann kommt noch der digitale Euro dazu, die digitale ID, Vermögensregister, AMLA-Behörde und Co. Und dann viel Spaß, Leute. Und genau deshalb müssen wir jetzt darüber reden. Es gibt hier vielleicht auch noch Möglichkeiten, wie man das noch verhindern kann. Deutschland hat sich tatsächlich dagegen gestellt. Alle anderen EU-Länder haben hier ausnahmslos zugestimmt. Ich habe das am Anfang vertauscht gehabt, dabei nicht gedacht, es wäre andersrum. Deshalb entschuldigt mich. Zum Schluss habe ich es auch nochmal korrigiert. Aber bevor wir uns das reinziehen, hauen wir doch unten den Like-Button rein für Friede, Freiheit und Dezentralität. Wirklich sehr, sehr relevant, dass dieser Content jetzt ausgestrahlt wird. Als Dankeschön zeige ich euch diesen Baum. Geil. Und wir haben jetzt hier auch einen Artikel von Tichys Einblick. Und hier heißt es ganz einfach, hinter verschlossenen Türen würde der überarbeitete Chatkontrollenentwurf durchgewunken. Das ist genau das, was ich gemeint habe hier. Das Verbot der Privatsphäre würde jetzt hier durchgezogen. Es ist ein Angriff auf die Privatsphäre der EU-Bürger. Briefgeheimnis und vertrauliche Kommunikation werden unterbunden. Die Meldestellen der EU wollen jedes Wort prüfen. Jeder, der einen elektronischen Dienst nutzt, muss künftig seine Identität nachweisen und sich registrieren. Es geht dann hier weiter. In Brüssel wird Geschichte geschrieben, und zwar keine gute. Die Law Enforcement Working Party, wie sie das auch schon anhört, ein Gremium im Rat der Europäischen Union, hat den überarbeiteten dänischen Kompromiss zur Chatkontrolle mit breiter Zustimmung angenommen, also sogar breite Zustimmung. Was zunächst als gescheitert galt, kommt nun in neuer Verpackung zurück. Im Text heißt es: harmlos, Anbieter von E-Mail, Chat- und Messenger-Diensten müssten alle geeigneten Risikominderungsmaßnahmen ergreifen. Hinter dieser Formulierung steckt eine schlichte, aber folgenschwere Konsequenz: das Scannen sämtlicher Nachrichten, auch privater und Ende-zu-Ende verschlüsselter Kommunikation. Damit wird die Privatsphäre in Europa nicht geschützt, sondern aufgelöst. Und jetzt kommt hier der Oberhammer. Fight Chat Control, das ist so ein Portal, die sich quasi dagegen einsetzen, führt hier aus, dass es damit noch längst nicht genug ist. Anonyme Kommunikation wird faktisch abgeschafft. Hier, wer künftig chatten oder posten will, soll sein Alter nachweisen müssen. Jeder Nutzer wird seine ID registrieren lassen müssen. Das gilt dann gleichermaßen für Whistleblower, Journalisten, politische Aktivisten und alle, die auf Schutz durch Anonymität angewiesen sind. Also wir haben jetzt hier faktisch das Ende jeder Anonymität hier im Netz für jeden EU-Bürger. Und Artikel 6 führt zudem eine Art digitalen Freiheitsentzug für Minderjährige ein. Ein digitaler Hausarrest für Jugendliche unter 16, die bestimmte Dienste wie WhatsApp, Instagram und so weiter, Online-Spiele nicht mehr nutzen dürfen. Und wir müssen wirklich aufpassen, denn es heißt auch hier, dass das Vorhaben nun weiter zum COREPER, Commitment of Permanent Representations hier, bla 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 geht, dem Ausschuss der ständigen Vertretung der Mitgliedstaaten. Dort können der Rat seinen Standpunkt rasch formell beschließen, ohne öffentliche Debatte, ohne parlamentarische Hürde. Rat und Kommission ziehen dabei an einem Strang. Massenüberwachung für 450 Millionen Bürger der EU wäre damit nur noch Formsache. Der anschließende Trilog dürfte im Elitetempo durchgewunken werden, und das Europäische Parlament, das hier ein Gegengewicht sein müsste, ist traditionell eher geneigt, nachzugeben, wenn Druck aus den Institutionen kommt. So wird ein Angriff auf die Grundrechte der Bürger nicht etwa diskutiert, sondern einfach vollzogen. Und jetzt haltet euch fest, hier wird jetzt in einem Video erklärt, was das jetzt ganz genau dann auch für euch bedeutet, im Detail. Das Ganze ist hier auf der Homepage von Patrick Breyer, ist es, glaube ich, hier veröffentlicht worden. Und zieht euch mal das hier rein. Vielleicht habt ihr schon von den EU-Plänen zur Chatkontrolle gehört. Doch worum geht es überhaupt?
Die Europäische Union möchte, dass unsere privaten E-Mails, Chat- und Messenger-Nachrichten massenhaft und automatisch auf verdächtige Inhalte durchsucht werden. Aktuell werden diese Pläne zwischen den europäischen Institutionen verhandelt. Mithilfe von sogenannter künstlicher Intelligenz sollen dann alle Chat- und E-Mail-Anbieter Text- und Bildmaterial im Netz scannen und analysieren. Gesucht wird nach verdächtigen Fotos und Videos, die auf Kinderpornografie schließen lassen oder potenzielle Anbahnungsversuche an Minderjährige beinhalten. Alles, was dabei verdächtig erscheint, wird dann an die Polizei und eine Organisation in den USA weitergeleitet. Ein paar der großen Online-Unternehmen setzen diese Chat-Kontrolle bereits um. Warum ist die von der EU geplante Chat-Kontrolle so gefährlich? Weil damit das digitale Briefgeheimnis abgeschafft und unsere gesamte Online-Kommunikation automatisch überwacht und in Echtzeit durchleuchtet wird. Das wäre totalitäres Handeln in der Demokratie. Um Nachrichten durchsuchen zu können, dürfen sie nicht sicher Ende zu Ende verschlüsselt sein. Das Ergebnis der Chat-Kontrolle? Die Filter schlagen falschen Alarm. So sind bis zu 90% aller Verdachtsfälle unbegründet, weil zum Beispiel harmlose Urlaubsfotos fälschlicherweise als Kinderpornografie markiert werden. Das ist auch das Ding. Da haben wir dann ja auch wieder den Generalverdacht, den wir auch schon teilweise mit der Beweislastumkehr und so weiter haben. Das heißt, es geht immer mehr in die Richtung, dass nicht mehr der Mensch, sage ich mal, einfach frei ist und erstmal, sage ich mal, unschuldig ist, sondern jeder wird schon mal unter Generalverdacht gestellt. Da wird quasi jeder schon mal unter Generalüberwachung gestellt und ja, ist einfach sehr, sehr kritisch. Da haben auch Leute zum Beispiel gesagt, so ja, wir werden schon die ganze Zeit überwacht und jetzt werden wir dann halt noch offiziell überwacht. Ja, kann man vielleicht auch so sehen, aber das ist auf jeden Fall hier nochmal anderes Level, wenn man hier auch, sage ich mal, ganz legal, ganz öffentlich hier einfach nackt gemacht werden kann. Über 40% der Ermittlungsverfahren richten sich gegen Minderjährige selbst. Und dabei ist noch nicht einmal klar, ob die Chatkontrolle überhaupt legal ist. Tatsächlich verletzt der Vorschlag unsere Grundrechte und wird vor Gericht vermutlich keinen Bestand haben. Außerdem schafft die Chatkontrolle einen gefährlichen Präzedenzfall. Das war übrigens jetzt schon öfters so, dass es so Gesetze gab, die eigentlich rechtlich gar nicht durchgehen hätten dürfen. Und dann hat man das trotzdem durchgeboxt und dann 1-2 Jahre später wird es quasi wieder zurückgezogen. Aber so lange hat man halt hier dann die Kontrolle und so. Also das ist auch eine ganz, ganz komische Geschichte, wie das halt teilweise in unserem Recht hier abgeht. Diese Technik zur automatisierten Durchsuchung unserer privaten Nachrichten erst einmal etabliert, kann sie spielend leicht auf alle möglichen Inhalte erweitert werden. Warum bietet die von der EU geplante Chatkontrolle keinen Schutz für Betroffene von sexuellem Missbrauch? Weil gerade die Betroffenen auf sichere Kommunikationsräume für vertrauliche Gespräche angewiesen sind. Wir dürfen von künstlicher Intelligenz, die bei der Chatkontrolle zum Einsatz kommt, keine Wunder erwarten. Die Chatkontrolle sollte klassische Polizeiarbeit zur Aufklärung von sexuellem Missbrauch nicht ersetzen. Statt sich auf fehleranfällige künstliche Intelligenz zu verlassen, muss diese traditionelle Ermittlungsarbeit gestärkt und ausgebaut werden. Und das ist halt das Ding, was man so oft sieht, dann kommt irgend so ein Gesetz, dann sagt man so, ja, das ist zum Schutz gegen Terrorismus und wir schützen die Gruppe und so. Der Gruppe bringt es aber teilweise gar nichts, das ist einfach nur Gebullshitte. Und das ist ja auch immer das Ding, man probiert das so ein bisschen mit den Leuten zu spielen, man probiert ein bisschen Dinge auszutesten, wenn halt kein Feedback zurückkommt, wenn keine Gegenwehr kommt, dann setzen die das ja einfach durch. Und wenn das einmal durchgesetzt ist, dann wird es auch nicht mehr revidiert, dann wird es nicht mehr zurückgenommen. Und das ist halt das Spiel, das hier läuft, und deshalb müsst ihr das Video teilen, deshalb müsst ihr unten den Kanal abonnieren, damit solche Sachen hier ins Bewusstsein kommen der Leute. Und wir schauen uns auch gleich noch an, was man dagegen machen kann. Die Chatkontrolle birgt allerdings die große Gefahr für Opfer sexuellen Missbrauchs, dass vertrauliche Gespräche mit TherapeutInnen und anderen Betroffenen analysiert und gespeichert werden, ohne dass die Betroffenen davon erfahren. Das führt zu einem starken Vertrauensverlust in digitale Kommunikationswege und erschwert Therapiemöglichkeiten und Genesung. Als Folge dieser Massenüberwachung entscheiden sich Betroffene dann ganz gegen den Austausch und die Verarbeitung ihrer Erfahrungen im Netz. Was kannst du gegen die von der EU geplante Chatkontrolle tun? Rede darüber. Unterstütze unsere Kampagne, teile Bilder und Videos über soziale Medien und mache JournalistInnen auf die Verhandlungen zur Chatkontrolle aufmerksam. Besonders wichtig ist es, deine Europaabgeordneten zu kontaktieren und mit ihnen über deine Bedenken zur Chatkontrolle zu sprechen. Außerdem kannst du bei deinen Chat-, E-Mail- und Messenger-Anbietern erfragen, ob sie die Chatkontrolle bereits anwenden. Es bleibt nicht mehr viel Zeit, die Chatkontrolle zu verhindern. Also handelt jetzt. Und eigentlich wird es ja jetzt schon abgeschafft. Also das ist ja nur ein Video,
das hier nicht ganz aktuell ist. Es wird jetzt noch hier dagegen gestimmt und man kann natürlich noch mal eins machen, das habe ich gemacht, aus der EU einfach auswandern. Ich glaube, das ist die allereinfachste Möglichkeit und vielleicht sogar die beste Möglichkeit. Dann ist man hier einfach weg von dem Sauhaufen. Aber ich verstehe es natürlich auch, wenn Leute hier nicht aus der EU raus können, wenn Leute nicht aus der EU raus wollen. Es gibt auch viele Gründe natürlich in der EU zu bleiben, ich meine ganz klar. Aber auf der anderen Seite kann es auch immer eine Chance sein. Das heißt, Probleme können auch immer Chancen sein. Man kann jetzt sagen, okay, scheiße, die fahren hier alles gegen die Wand, aber ich kann auch sagen, hey, danke EU, weil ihr hier das alle gegen die Wand fahrt, sitze ich jetzt hier in El Salvador mit dem geilen Meerblick hier. Ansonsten wäre ich vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen, hierher zu kommen. Der Gerät, weil das jetzt alles hier ein bisschen confusing war, kannst du jetzt nochmal ganz kurz runtergebrochen den aktuellen Stand hier zusammenfassen mit allen Informationen, die du jetzt hier hast. Das heißt, wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass es durchgeht, weil es wurde das ja abgewunken. Zuerst war es ja nur in Diskussion, dann ist jetzt in die nächste Runde gegangen. Jetzt gibt's aber nochmal eine Geschichte, wo es quasi nochmal verhindert werden kann. Das heißt, gilt es jetzt aktuell schon? Ab wann gilt es? Und mach einfach mal da, jetzt habe ich tatsächlich ehrlicherweise auch nicht ganz gecheckt. Wie sieht es der Stand aus? Klar. Ich fasse dir das super kurz und knackig zusammen, wo wir gerade stehen. Im Moment ist es so, dieser überarbeitete Entwurf zur Chatkontrolle wurde gerade in einem EU-Gremium durchgewunken. Also quasi eine Stufe weitergebracht. Das heißt aber noch nicht, dass es direkt gilt. Jetzt liegt es bei den EU-Botschaftern, die in den nächsten Tagen entscheiden, ob sie das annehmen. Mit anderen Worten, es ist jetzt in der Phase, wo es zwar schon durch eine Instanz durch ist, aber noch nicht endgültig gültig ist. Es kann also theoretisch noch verhindert werden, wenn genug Widerstand kommt. Deutschland sagt als einziges Land klar Nein, aber alle anderen haben im Prinzip keine großen Änderungen mehr gefordert. Fazit, noch gilt's nicht, aber es ist ziemlich nah dran, endgültig abgesegnet zu werden. Das passiert, wenn die EU-Botschafter und danach der Rat final zustimmen. Ach lol, dann habe ich es ja komplett falsch verstanden. Ach, sorry. Das heißt, Deutschland hat sich dagegen gestellt und alle anderen haben sich nicht dagegen gestellt. Dann war es ja genau andersrum, wie ich es gesagt habe. Genau. So ist es. Deutschland ist sozusagen der einzige Blockierer in dem Fall, der sagt, nein, das machen wir nicht mit. Alle anderen EU-Länder sind im Grunde damit einverstanden oder haben es zumindest nicht verhindert. Also hast du es jetzt richtig rumverstanden? Alles gut, kein Ding. Ja, das ist auch das Ding, ihr merkt, ich bin nicht perfekt. Hier passieren natürlich auch Fehler. Ich meine, ihr müsst euch das mal vorstellen, das ist hier, ja, ich habe hier kein großes Rechercheteam, sondern ich gebe halt hier einfach mein Bestes. Ich probiere natürlich hier die AI anzuzapfen und die hilft mir natürlich auch. Die hat das tatsächlich ein bisschen korrigiert. Natürlich haben die ganzen anderen Infos natürlich jetzt gestimmt, nur die eine Sache mit Deutschland und den anderen Ländern habe ich genau verwechselt. Ich habe gedacht, es ist genau andersrum, aber geil. Das mag ich an AI, dass dann man oftmals nochmal ein bisschen korrigiert wird. Aber auf der anderen Seite muss man auch vorsichtig sein. Ja, Leute, schreibt mir unten rein, wie ihr die ganze Situation seht. Ich meine, wir haben offene Protokolle wie Nostr, wie Bitcoin und so weiter. Auf sowas kann man natürlich auch setzen. Und ja, wenn ihr noch Bitcoin kaufen wollt, mache ich euch auch unten einen Link rein zu 21 Bitcoin. Da könnt ihr Bitcoin sicher, simpel, einfach kaufen. Code Bitcoin und benutzen, bis zu 20% auf die Gebühren beim Kauf von Bitcoin sparen. Wir sehen uns. Peace out.